I'm ready. Hi, Debbie. Hi, Monica. Hallo, Debbie. I'm so happy to welcome you to this webinar. Ich freue mich so, dass du mit mir dieses Webinar nochmal aufnimmst. I need to explain to the audience that we had this webinar like 3 months ago, and something didn't work with the recording. So I'm so thankful that you are going to repeat that with me, because there were so many people asking for the possibility to watch the recording. So, ich möchte dich einfach nur kurz begrüßen und mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, weil wir haben das Webinar eigentlich vor 3 Monaten gehabt und es war aber die Anfrage danach so groß und ich habe ein Problem beim Aufnehmen gehabt und wir wiederholen heute das Webinar zu zweit. Danke, Debbie. Thank you, Debbie. So, just briefly, we know each other from the formation to become Brainspotting trainers quite a long time ago. So you sit in the United States. I, at this time, sat more in Paraguay. Now I'm sitting more in Vienna, Austria, but still guiding Paraguay with my full heart, as good as I can during those difficult times. So ich sitze in Wien und in Paraguay und die Debbie sitzt in der USA in der Nähe von New York. Und wir haben uns kennengelernt in einer Ausbildung zur Brainspotting-Trainerin vor längerer Zeit schon. And I'm so happy to welcome you and would ask you to present yourself. Oh, thank you so much, Monica. It's wonderful to do this again. It was lovely to do this in January, and it just gave us another opportunity to get together and to go over this material again, to do the recording now. So I'm so happy to do that. So, die Debbie ist so glücklich, dass sie das noch einmal macht mit mir, weil wir uns dann auch wiedersehen. Wir haben es im Jänner 2020 aufgenommen, versucht aufzunehmen und jetzt wiederholen wir es für euch alle. So as Monica said, we met when we were training to become trainers and have been fast friends and wonderful colleagues ever since. I'm going to be presenting on the brain side of this, where you look affects how you feel, and clinical as well. I've studied with Frank Corrigan, who is the author with David Grand of our medical hypotheses article, recruiting the midbrain circuits. Just a second, Debbie. Die Debbie wird uns heute das Thema, wo du hinschaust, beeinflusst, wie du dich fühlst, mit neurobiologischem Hintergrund erklären. Und sie hat bei Frank Corrigan, der die beiden Artikel geschrieben hat, die auch auf unserer Homepage sind, studiert. Yes. I will remember from now on. That's fine. Speak a little bit. And I've also continued to study with 𝗕𝗀𝗏𝗍𝗏, who has our regulating aspects of the brain theory. Und sie hat dann auch noch mit Dame Del Monte, der in Deutschland sitzt, studiert und der vor allem über die Regulation des Gehirns forscht und schreibt. So I'm a student of the brain, and I'm looking at this and thinking about this along with you, and so happy to be here today. So Debbie bezeichnet sich als eine Studentin des Gehirns und sie schaut mit uns gemeinsam dorthin und freut sich drüber. Mhm. So I guess now I will share my PowerPoint. Sie wird jetzt die PowerPoint mit uns teilen. Good, and make sure I get the proper one. This one. There we go. Sie sucht die richtige. Right. And I need to go to the play from the start. It'll come on in a minute. Okay, so where you look. Wait, Debbie, we are not seeing the first slide. We are seeing slide number 12. Oh, let me see. I think I have to do this.
Are you seeing it now? Yes, yes, now I see it from the beginning. That's great. Very good. All right, so we're looking at where you look affects how you feel. Also wir schauen die Folie an, wo du hinschaust, beeinflusst, wie du dich fühlst. And what can be really helpful in explaining brain spotting to people, whether your colleagues or your clients. Es kann sehr hilfreich sein, wenn wir Brainspotting erklären, und zwar sowohl für unsere Kollegen als auch für unsere Klienten und Klientinnen. Is to give a little what we call brain spotting experience. Ihnen eine Erfahrung, eine Brainspotting-Erfahrung mitzugeben. And so Monica is going to join you if you would like to do this little experience as the animations come up. Perhaps you did this at the beginning of your phase 1. So, ich werde jetzt ein Experiment machen, das die Debbie herzeigt, und ihr dürft das gerne mitmachen. Eventuell haben Sie sogar zu Beginn der Ausbildung von Phase 1 gemacht, falls Sie die absolviert haben. So just do this as you are comfortable, if you would like to, or you can simply watch. Also es steht Ihnen frei, das zu machen, so wie Sie sich wohlfühlen, entweder es mitzumachen oder einfach zuzuschauen. So just bring up something that's mildly annoying or something that's actually feels positive to you. Also wir sollen an etwas denken, das uns ein bisschen stört, oder auch an etwas Positives denken. And then you are, well, I did have a slide for that. Then you're going to look over to your left. Und dann bittet sie uns, nach links zu schauen. And I'll give you a moment to do that and just notice. Und sie gibt uns einen Moment, das zu machen, und wir sollen einfach nur spüren. And then when you're ready, just look center. Und wenn wir fertig sind, einfach nach vorne schauen. And again, when you're ready, look over to your right. Und wenn wir damit fertig sind, dann dürfen wir zur Rechten schauen. Okay, and just see what did you notice, and maybe Monica can let us know what she noticed. Also, wir sollen einfach darüber nachdenken, was wir erlebt haben, und ich soll euch kurz meine Erfahrung teilen. So what I noticed actually, interestingly, because it's always a new experience, also was ich wirklich interessanterweise wieder gespürt habe, und es ist jedes Mal wieder eine neue Erfahrung. To my left and to the front of myself, I felt a grumbling in my stomach. Mm-hmm. And when I looked to the right, I was looking at, I show you, it's funny. I have this wonderful picture from one of my clients who had huge problems in his life. And mm-hmm. I just looked at this picture, and I felt like, wow, this person could get healthy again. I just say it in German again. So, als ich nach links und zur Mitte nach vorne geschaut habe, habe ich eher so ein Bauchgrummeln gehabt. Und als ich dann nach rechts geschaut habe, habe ich auf dieses Bild geschaut, das ich dort stehen habe, und habe mich so gefreut, weil das von einem Klienten ist, dem es heute einfach gut geht. So it's from a client who is fine, and it was this feeling, he did it, and it was such a good feeling. Wonderful. So this, as you've experienced, and hopefully as people who've been watching have experienced, is that just with a simple exercise of bringing up something either just mildly annoying or something positive, and taking a little time to look in the 3 directions, gives them an experience of where you look, affects how you feel.
Und was schon so eine ganz kleine Übung aussagt, ist, dass es uns eine Erfahrung gibt, dass es was verändert, wo wir hinschauen. I think this is one of the best ways to introduce people to the idea and the experience of brain spotting. Das ist eine der besten Möglichkeiten, den Kollegen und Kolleginnen oder Patienten und Patientinnen Brainspotting vorzustellen. Anything you tell them after they've had the experience, they have that foundation from inside embodied of what you're telling them has a place to rest inside them to make some sense. So, egal was Ihnen nachher noch erklärt, diese Erfahrung ist eine Grundlage, wo Sie das auch im Körper spüren können. And you can do this with clients that they don't have to bring up the issue that they've come into therapy for, and you can let them know that this is just a little gentle view into what it might be like to work this way. Also wir können das mit Klienten und Klientinnen durchführen, ohne dass sie jetzt ihr schweres Thema bringen müssen, sondern man kann sie wirklich anleiten und sagen, fangen wir mal ganz sanft an und schauen wir, dass sie die Erfahrung des Brainspottings einmal machen. So we'll go to the next slide. And this is something I've been thinking about lately, I think is interesting, that where you look affects what you consciously notice that you feel. Und über das denkt sie unlängst sehr viel nach, nämlich wo du hinschaust, beeinflusst dich in dem, was du bewusst spürst, also auf der Bewusstseinsebene. And so this is where we see that inside window person, that the client tells the therapist where they feel the brain spot is in the visual field. They feel it, they know it, and they express it. Und das ist eigentlich dann, wenn wir über das innere Fenster sprechen, wenn unsere Klienten uns sagen, wo der Brainspot ist und sie spüren ihn, sie fühlen ihn und sie wissen, wo er sich befindet. So for the person in the little brain spotting experience who tells you, oh, over here, I really noticed how angry I felt or how upset I felt. And over here, I felt a little better. And over there, not so much. So, unsere Patienten und Patientinnen erzählen uns, also da drüben, da war ich richtig verärgert. Da habe ich den Ärger so stark gespürt. Und da in der Mitte war es schon noch da, aber wie ich dann auf die andere Seite geschaut habe, war es eigentlich kaum vorhanden. So for that person, we know that anything with an inside window setup is most likely going to work very well for them. It's going to go very well for their own neurobiology. Und so mit diesen Klienten und Klientinnen wissen wir, dass das innere Fenster sehr gut funktionieren wird. Und das wird neurobiologisch gut im Brainspot auffindbar sein und als ganzes Setup sehr gut funktionieren. So thinking of some of our inside window setups, of course, regular inside window, but the body resource, including the advanced body resource. Also wenn wir so von ein paar inneren Fenster Kategorien oder Setups sprechen, dann gehört dazu die Körperressource und auch die fortgeschrittene Körperressource. And then our Z-axis, which utilizes inside window. Dann die Z-Achse. And sweeps, which use the movement of the Z-axis. Und die Brain Sweeps, also Gehirnschwünge eigentlich, die die Z-Achse mit Schwung integrieren. And you can probably think of other setups as well that would work very well for the person who absolutely has a sense of what the difference is when they look from one side to the center to the other side.
Und ihr könnt sicher noch über mehrere Techniken nachdenken, oder es fallen noch sicher noch mehrere Techniken ein, die bei Klienten und Klientinnen funktionieren, wenn sie das so unterschiedliche Leben zwischen den verschiedenen Seiten. And then there's the where you look affects what your subcortical brain notices, what you unconsciously feel. So this will be your body and visceral sensing, and your amygdala, unconscious memory. Und dann gibt es eben noch den Teil, den wir subkortikal spüren. Und zwar ist es das, das wir unbewusst spüren. Und dazu können unsere Körperreaktionen, auch das visuelle System, das organische System, die Amygdala, es kommen plötzlich Gedächtniserinnerungen. And of course, we know with outside window, the body is showing the therapist where the reflexive activity is. Und wir wissen vom äußeren Fenster, dass der Körper uns Signale gibt, Reflexe gibt, die uns zeigen, wo der Brainspot ist, also wo das Gehirn sagt, da ist was. And so the outside window setups work very well in this case, where you have someone with a little brain spotting experience who says, I don't notice any difference anywhere I look. So das äußere Fenster funktioniert wunderbar bei Klienten und Klientinnen, die sagen, oh, ich merke einfach keinen Unterschied zwischen rechts, Mitte, links oder egal, wo ich hinschaue. And so here is where we find those little reflexes, the little blinks, twitches, sniffs, a little, shoulder may go up quickly. The subcortical brain, I believe, is saying to us, hey, I'm down here. I notice something where you're looking. Your thinking brain isn't aware of it, but I am. So, dann sagt uns bei diesen Klienten und Klientinnen, sagt uns unser Unbewusstes durch Körperreaktionen, zum Beispiel leichtes Schulterzucken oder leichte Reflexe im Gesicht, sagt von unten, da bin ich möchte hier bitte wahrgenommen werden, und das geht aus dem tiefen Unbewussten, während unser Neokortex, unser Handlungsplaner gar nicht auf die Idee käme, dass da was wäre. So just to make a little visual here of the brain, this is the left hemisphere. Here's where we're thinking. And this part says in that experiential exercise, I don't notice any difference anywhere. So, just a second. So, das ist unsere linke Gehirnhälfte. Und da vorne, wo die Debbie hingezeigt hat, hier, ja, just so das, da ist so das Denken. Und das Denken sagt, während wir den Pointer verwenden, ach, ich merke gar nichts. Mhm. But meanwhile, in here, in our subcortical brain, when we go to outside window, this is where we will notice all those little reflexive movements the client has, such that this subcortical part of our brain going down into the brainstem and the spine, that there are these little reflexes saying, I feel something here, even though you don't. Aha. So, während das nichts spürt, sagt unser emotionales Zentrum durch die Körperreaktionen, weil das geht ja direkt hier zum Körper, und durch diese kleinen Reflexe sagt unser emotionales Zentrum, ich bin da, obwohl du mich nicht spürst. Good. So outside window is obviously so wonderful for people that they may feel, they know you've done this exercise, that maybe they should be feeling something in these areas. So that's why I like to even say to them, wonderful, we have a way of working that's very effective. And then you describe outside window to them, that I will
just be moving the pointer slowly, and I'll see where there may be something reflexive. I'll notice those places, and I'll just pick the place that has the biggest reflex. So, Great. das äußere Fenster funktioniert einfach ganz wunderbar bei den Klienten, die wenig spüren und die wir dann ganz beruhigen können und sagen können, sie brauchen sich gar keinen Stress machen, weil ich sehe sowieso auf der X-Achse, wenn Reflexe kommen und sie brauchen gar nicht spüren, weil ihr Gehirn oder ihre Körperreaktion zeigt uns das. So just thinking of some of our outside window setups. I love rolling brain spot. Also wenn wir jetzt nur an ein paar Setups oder ein paar äußere Fensteranwendungen denken, dann mag sie wahnsinnig gern das Rolling Brainspotting. So where we're coming across, and then when we see a reflex, we really stop for a while and let that come to its own resolve from what we notice in the client's face and in their body, that then we move along again. So sie zeigt kurz das Rolling Brainspotting, also wir fahren die X-Achse entlang und bemerken etwas an einem Punkt und warten an diesem Punkt, bis sich so quasi diese Reaktion in sich ein bisschen löst, um dann weiterzufahren. And sometimes, as I'm sure you've noticed, when you're doing rolling brain spot, somebody may say to you, wait, there's a place over there. Oh, show me where. And they start to, the same person who couldn't tell any difference in the three areas in visual space will start to say where they feel it, so that this part of the brain catches up the conscious with the subcortical. So, wir erleben es auch immer wieder, dass wir beim Rolling Brainspotting anfangen und nach einiger Zeit sagen die Klienten, hallo, da drüben habe ich eigentlich was gespürt. Und das ist dann der Moment, wo die Klienten, die eigentlich in dieser kleinen Übung nichts gespürt haben, plötzlich den Subkortex und den Neokortex in Verbindung treten und in Kommunikation kommen und das Spüren erlaubt wird. So this simple phrase, where you look affects how you feel. We see this played out clinically in our sessions every day. So der simple Satz, wo du hinschaust, beeinflusst, wie du dich fühlst, das sehen wir in unseren Sitzungen eigentlich jeden Tag. And looking at a couple of more outside window related gaze spotting. Because, yes. Gaze spotting ist auch eine Art von äußeres Fenster. Because for some people, they're not aware that they're gazing in a particular area or that their gaze keeps going back to that area. Also für viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass sie jetzt einen Gaze spot haben, wo sie hinschauen. And of course, there are the clients, when we ask them, I noticed that you've been looking over to your right quite a bit when you're speaking about this with your father. Have you noticed that? And they'll say, oh, yes. Those people are more that inside window aspect of gaze. So, die Menschen, die zum Beispiel, wenn sie über ihren Vater sprechen, in eine gewisse Richtung schauen und wir sagen dann als Therapeuten oder Therapeutinnen, wie sie jetzt über ihren Vater gesprochen haben sie darüber geschaut, haben sie das bemerkt? Und wenn die dann sagen, ja, das habe ich bemerkt, dann sind es eher die Klienten, die fürs innere Fenster passen. So I love this way of where you look affects how you feel. And our attunement with the client is like a beautiful dance. So, sie mag diesen Satz, wo du hinschaust, beeinflusst, wie du dich fühlst, so sehr, weil unsere Haltung mit den Klienten ist eigentlich wie ein perfekter Tanz. And when you think of dancing and ballroom dancing, someone leads and someone follows. So we have our comet, and being in the head of the comet, being the client, and being in the tail, following we as therapists. So, wenn ihr jetzt an einen Ballraum denkt, wo getanzt wird
Und beim Tanz ist einer immer der führt und einer oder eine, die folgt. Und wenn wir an Brainspotting denken, dann gibt es eben den Komet und den Schweif des Kometens. Und das ist sehr ähnlich. Body spotting from phase 4 can be very outside window-ish in that where the client puts the pointer is intuitive. So, das Körperspotten, das in der Phase 4 unterrichtet wird von David Grant, passt auch zum äußeren Fenster, weil es ist sehr was Intuitives. Die Klienten nehmen den Pointer und halten ihn wohin, wo sie gerade viel spüren. Und das ist ein intuitiver Akt. So I like to think about studying the brain. What happens inside our brain when our conscious neocortical brain studies about our agranular esocortex and our subcortical brain? So, sie mag das sehr gern, wie sie auch auf der Folie dargestellt ist, was passiert, wenn unser bewusstes neokortikales Gedächtnis über den agranulären Isokortex und das Unbewusste nachdenkt. Also sie hat so dieses Bild, dass der Neokortex über das Unbewusste nachdenkt. In my experience, the more I know, the more I learn about the brain, I feel that I sit with my client in a kind of humility with all that goes on in the brain as we sit there with them on the brain spot. So ihre Erfahrung ist, desto mehr sie über das Gehirn weiß, desto mehr sitzt sie dann und spürt beim Klienten und hat so das Gefühl, Wahnsinn, da tut sich was im Gehirn des Gegenübers. So I think oftentimes in studying the brain, you know, you're not getting a particular setup, what exactly you do in setting up the brain spotting. But knowing about the brain informs very much how you use brain spotting and what setup you choose. So, was sie sagt, ist, wenn wir das Gehirn erlernen, wenn wir über das Gehirn studieren und erforschen, was sich im Gehirn tut, so gibt uns das keine Leitlinie, was wir beim Brainspotting machen. Aber es gibt uns so dieses tiefe Vertrauen, da passiert etwas, da geht etwas vor sich. For someone who's very good with inside window, sometimes I will do an outside window setup, outside window or rolling brain spot, because I want to see if there's anything the subcortical brain is noticing that their cortical brain isn't. So die Klienten, die das innere Fenster schon gut kennen und auch gut damit sind und das immer wieder verwenden, bei denen wendet Debbie sehr gern auch einmal das äußere Fenster an, um einfach zu sehen, gibt es da etwas, wo der Neokortex quasi eine Blockade macht. Und wenn sie dann zum äußeren Fenster schaut, werden ihr da vielleicht Signale geschickt. Sometimes this person who's so good with inside window, they know right where they look affects how they feel. They may do very good work, but they might reach kind of a plateau. So, manchmal ist es so, wenn Patienten und Patientinnen das innere Fenster schon sehr gut können und dann schon wissen, wenn sie zu uns kommen, na, heute, wenn ich darüber schaue, dann geht es mir so und so, dann kann sein, dass sie die Decke erreichen. Und durchs äußere Fenster kommen wir noch ein Stück weiter. And to get things moving again, possibly, to do an outside window setup helps us to see what that subcortical brain may be noticing, that their facility with finding the spot consciously is not
keying into. So die Möglichkeit dann, wenn sich die Klienten eigentlich gut auskennen und auch sehr viel Selbstvertrauen schon haben zum inneren Fenster und dann aber eigentlich dieses Plateau erreichen, dann erlaubt uns das äußere Fenster quasi noch einmal das zu überspringen und uns auf die Reflexe zu verlassen und zu schauen, gibt es vielleicht etwas, wo noch mehr Bewegung drinnen ist. It's another way to think of the dance going on inside of the client, that when they consciously choose, it's wonderful. We want that experience for them. It brings so much in their work, but being able to let the subconscious brain really lead the dance brings other benefits. So, es ist wieder ähnlich wie beim Tanz. Wenn wir das sehr reguliert machen, dann wird es schön, aber wenn wir uns einfach darauf einlassen, dann bringt das noch mehr, viel mehr Benefits mit sich. So, looking at how our eye and our vision and visual processing affect brain spotting. So, wir schauen uns jetzt an, wie das Auge und das visuelle System Brainspotting beeinflusst. Let's look at how the retina and the optic nerve are extensions of the brain. So, lasst uns hinschauen, wie die Retina und der optische Nerv Ausweitungen oder Erweiterungen vom Gehirn sind. And we're going to do this developmentally, starting in utero. So, wir schauen uns jetzt die Entwicklung des Menschen an und wir fangen wirklich im Uterus an, dort wo der Menschenstand entsteht. So this is a picture of a neural tube. Das ist das Bild einer neuronalen Tube. And this is what we look like before we ever become a fetus. Und so schauen wir aus, bevor wir überhaupt ein Fötus werden. And at this stage of development, this diencephalon, let me see if I can get my cursor here, that will become the thalamus area of the brain. So in diesem Stadium, Entwicklungsstadium wird das Diencephalon, das ihr da seht, zum Thalamus später. And from this diencephalon, the thalamus, the eye cup, the eye forms from the optic vesicle. And the go ahead. Also von dem Thalamus geht dann der optische Vesikel, ja. And the retina is in the back of the eye, and it retains the exact same cells that the brain has. Und die Retina ist dort hinter dem Auge. Und das ist so spannend, die hat genau dieselben Zellen wie das Gehirn. Also die Retina im Auge hat dieselben Zellen wie das Gehirn. And I don't know exactly what this means, but there must be a reason that evolution created us this way and has kept us this way. So, Debbie weiß nicht genau, warum das so ist, aber sie sagt, es muss einen Grund geben, warum wir in der Evolution so entstanden sind und immer noch so geblieben sind. That of all parts of the body, the retina was chosen, where we look and what we see falls upon this area of the eye that has the same cells as our brain. So, es muss einen Grund geben, warum die Retina, die hinter dem Auge oder vom Auge weggeht, die gleichen Hirnzellen hat wie das Gehirn. And it's approximately 40% of the brain is devoted to visual processing. Und ungefähr 40% des Gehirns beschäftigt sich mit dem visuellen Verarbeiten. And right here
at the retina with the same cells as the brain is where it starts. Und genau dort bei der Retina, die die gleichen Gehirnzellen hat wie das Gehirn, ist, wo diese Verarbeitungsprozesse beginnen. So I'm looking for my next slide to come. And there. So here is our famous slide from our phase 1 and 2 PowerPoints and manuals. So da ist die berühmte Folie, die wir aus Phase 1 und Phase 2 von der Brainspotting-Ausbildung kennen. And here we have a depiction of the brain with our eye looking out to the right. Und hier schaut das Auge nach rechts. And here is our retina back here where my cursor is. Und dort ist die Retina, von der sie gesprochen hat, wo jetzt der Cursor auf und ab fährt. And this particular pathway that Frank Corrigan believes we are getting. Und genau dieser Weg, den Frank Corrigan glaubt, dass wir den einschlagen, goes from the retina directly to the superior colliculus. Geht dann von der Retina direkt zum Superior Colliculus. And there are 4 different visual pathways, but this particular pathway is known as the fast track. So, es gibt 4 verschiedene Wege, aber der direkt dahin geht, wird als der schnelle Weg bezeichnet. It's also called the retina collicular pathway. Wird auch der Retina Colliculi Weg genannt. And down here we have an enlargement of the superior colliculus. Und da unten sehen wir eine Vergrößerung des Superior Colliculus. It is the first responder for orienting in our system. Und das ist der als erstes auf Orientierung in unserem System reagiert. And therefore it is very important to our survival. Und die Orientierung wiederum ist ganz wichtig, zu überleben. And this is why Frank Corrigan believes that this fast track pathway is the one we are getting when we say where I'm looking is affecting how I feel. There, not there. Und das ist genau das, was Frank Corrigan sagt, dass dieser schnelle Weg, der Retina Colliculi Weg, dass der faktisch dafür verantwortlich ist, uns die Botschaft zu geben, dort fühlen wir uns anders als da. Mhm. And likewise with outside window and our subcortical brain, our body is saying, as the pointer goes along, that here is where I'm feeling something in my deeper brain, and here is where I'm feeling something. Mhm. So, und genauso spielt unser Körper auch mit, der dann eben sagt, wenn wir Outside Window, also das äußere Fenster anwenden und uns auf die Reflexe verlassen, wo wir dann plötzlich die Botschaft kriegen, da ist irgendetwas. Und wenn wir dann weitergehen, da ist wieder etwas. Diese Botschaft bekommen wir dann. Again, I'm working to advance my slide. While you are changing the slide, Debbie, allow me to say for the German-speaking persons that I'm definitely not translating 100% correct, but I'm doing my best. So für alle, die ich jetzt auf Deutsch übersetze, ich übersetze sicher nicht 100%ig richtig, aber ich versuche es an unsere Sprache angepasst, so gut wie möglich zu übersetzen. Thank you, Debbie. Oh, I'm sure you're doing a great job. Whoops, I want to go back. I didn't get, my cursor is a little sensitive. That's fine. So here we have the retina.
Jetzt sehen wir das aus einer anderen Perspektive. Hier ist die Retina. And this view of the brain is as if we made a cut right here. If you look at me, like right where the brim of your hat would come. Aha, das ist ein Blick von oben auf das Gehirn, also wie als würde man es hier durchschneiden. So we're looking down on the retina, and then this pathway crosses over and comes to the superior colliculus right here. Und dieser weitere Weg, der, wie ihr seht, der kreuzt sich. Also der geht hier und dann macht eine Kreuzung und kommt so zum superior colliculi. And of course, on this side here with the right eye, the same thing. Here is our retina. And then we come down the pathway, cross to the other side, down to the superior colliculus. Und genauso ist es auf der rechten Seite. Hier ist die Retina und sie geht dann und überkreuzt und kommt so zum superior colliculi. Right. Good. And I think it helps a little bit just to see where this is in the brain. So this is in the brainstem. So das hilft ein bisschen, diese visuelle Ansicht, um zu wissen, wo das jetzt genau ist. Und das ist hier der Hirnstamm. And I like this slide because it shows its location here with relative to the rest of the brain. Und ich mag diese Folie, weil es zeigt so ungefähr den Ort, wo sich das alles abspielt. And then we bring this enlargement out here. Und dann haben wir die Vergrößerung nach außen übertragen. And here we have the superior colliculus. Right here, the arrow actually should point right to this little thing that looks like a little green pea. Aha, und da seht ihr jetzt, wo sie die Maus hat. Das ist der superior colliculi und das schaut aus wie eine kleine grüne Bohne. And it is in the midbrain, which is this top portion that my cursor, I'm going around here. It is the top portion of the brain stem. Und das ist im Mittelhirn. Und das Mittelhirn wiederum ist so quasi die oberste Schicht vom Hirnstamm. So here is the whole brainstem from the midbrain going down. Then we come to the pons. So das ist jetzt der gesamte Hirnstamm. Ihr seht es also vom Mittelhirn nach unten kommen zur Brücke. And then we come to the medulla. Und dann kommt man zur Medulla. And then down to the spinal cord. Und dann zur Wirbelsäule. So many people think that the midbrain is actually the middle of the brain where I'm putting my cursor here, but inside, and that's not the case. Und viele Menschen glauben, dass das Mittelhirn dort ist, wo sie jetzt den Pointer, die Maus hat, aber es ist nicht hier, sondern es ist eben da unten. The midbrain is the top of the brainstem. So das Mittelhirn ist eigentlich die oberste Schicht vom Hirnstamm bereits. Okay, and then I have another slide just to show another view that shows it very well. Here is our superior colliculus. Da gibt es nochmal eine andere Ansicht vom superior colliculi. And here, all this little green part here, I think this almost looks like celery and peas. So it's our vegetable portion of the brainstem. Also die Debbie hat immer sehr fröhliche Bilder dabei und sie sagt, das schaut aus wie Sellerie, also das wäre hier Sellerie und die kleinen Bohnen. Und Debbie, all those parts are the superior colliculi, aren't they? Just this top part here. Just this the one. And this one, the ones on the top. These would be the inferior, these are superior. Okay, also nur die beiden oberen sind der superior colliculi. Thank you. Yes, and colliculus means hill. So you can see it's like a little hill here. So colliculus heißt Hügel auf Deutsch übersetzt und man kann das eigentlich sehen, dass das wie Hügeln aussehen. Right. And now I have a couple slides to show a little better that this superior colliculus has all these different layers. Und jetzt hat sie ein paar
Folien, die uns noch deutlicher zeigen, dass dieser 𝗂𝗂𝗂 superior verschiedene Schichten hat. Und darüber wird sie jetzt sprechen. So there are 7 layers all together. Es gibt also insgesamt 7 Schichten. And we have 3 superficial layers, which just means top layers. Und wir haben 3 obere Schichten, also das heißt einfach die oberen. And as you can see, the 3 layers, the pink, the yellow, the blue, if we look on the left, they're all visual. Und wenn ihr euch das anschaut, dann könnt ihr sehen, dass sowohl rosa, gelb als auch blau, dass die alle 3 visuell sind. And if we come over to the deep layers, und wenn wir zur tiefen Schicht kommen, the first layer is again visual. Dann ist der 4., also der hier, auch noch immer visuell. And then we have auditory. We have very much body related. Our sense of pain, or when something is off, it's called nociceptive, it's not right, and our visceral. So, und dann haben wir in dem braunen Bereich, im beigen Bereich, das Auditive. Dann haben wir im nächsten dort, wo man Schmerzen fühlt und die Temperatur zum Beispiel spürt. And then we have tactile, what we feel on the outside of our body and as we reach out into the world. Und dann haben wir als letzte Schicht den Tastsinn, also das wir außerhalb spüren und wie wir die Welt auch begreifen. So all this information comes into the superior colliculus before it goes back into the brain. There's integration before it goes back into the rest of the brain. So, all diese Informationen von diesen 7 Schichten kommen zum Superior Colliculi, bevor sie nach hinten an den Hinterkopf kommen. Can I ask you a question here, Debbie? So they come first to the colliculi superior before they reach the visual brain in the back. That's right. That's right. So This is why. Meine Frage war nur, um mich nochmal abzusichern, all diese Informationen kommen zuerst in den colliculi superior, bevor sie dann zu unserem visuellen Zentrum im Hinterkopf kommen. And this is why Frank Corrigan picked this pathway, because so much is going on that relates to survival, what we see, what we hear, what we notice inside of our body in response to what in the environment might be dangerous or threatening. Und das ist, warum Frank Corrigan diesen Weg so besonders betont, weil er sagt, alles, was zum Überleben gehört, kommt eigentlich schon über diesen schnellen Retina-Weg. It's a very sophisticated pathway. Es ist ein ganz besonderer Weg. It isn't just transferring the image, say my bottle of water, it's red, it's white, it's a cylinder, transferring that image and then going back to the brain. Es ist eben nicht nur ein Bild, das hier transportiert wird, also wie zum Beispiel dieses 𝗂𝗏 mit blau, grün und einem Streifen oben, sondern es wird viel, viel mehr transportiert, wie es eben in diesen 7 Schichten sichtbar ist. This bottle might become important if someone picked it up and started to move it towards me in a threatening way with a look on their face that all of these cues are coming in to this visual pathway with all of this information. Also dieses 𝗂𝗏 kann an unendlicher Bedeutung gewinnen, wenn jemand mit diesem 𝗂𝗏 auf das Gegenüber losgeht und dabei grantig ist, bedrohlich wirkt, gefährlich wirkt, dann kommt diese Nebeninformation, die eine Hauptinformation fürs Überleben ist, über diese 7 Schichten mit dem Bild mit.
And it's so interesting that it happens very quickly. This is the brilliance of our survival, evolutionary, programmed circuits. So, und das ist so interessant, dass das irrsinnig schnell geht. Das ist so die Basis des Überlebens. And this is so much why our clients suffer the way they do with anxiety or PTSD based on their history. Und das ist der Grund, warum unsere Klienten unter ihren Symptomen, Ängsten, was immer kommt, aufgrund ihrer Geschichte bei uns sitzen. Our system picks up so exquisitely tiny details of the environment that might match something that happened in the past that was threatening, dangerous to us. So, unser System versteht eigentlich ganz viel, das irgendwann einmal für uns bedrohlich war und vergisst es nicht. And here we start in our superior colliculus, which is the first multimodal nucleus in the brain. Und hier fangen wir eben an mit dem Superior Colliculi, der der erste multimodale Kern im Gehirn ist. And our modes, the modes, 4 layers for visual. Und can you explain what you mean by modes? A sensory modality. Oh, und unsere Sinne, ich habe das Wort nicht gewusst, sind eben durch diese ersten 4 Schichten ganz stark repräsentiert. Thank you, Debbie. Oh, certainly. So again, how important the visual is, where I look and how it affects how I feel. So, und damit wird wieder die Wichtigkeit von dem Satz, wo wir hinschauen, beeinflusst, wie wir uns fühlen, noch einmal klar dargestellt, weil diese ganzen Sinne ja da drinnen enthalten sind. That this part of our brainstem, and the brainstem has to do with survival, picks up these various sensory modalities. Und dieser Teil unseres Gehirnstammes und dieser Teil des Gehirnstamms, der mit dem Überleben zu tun hat, der für das Überleben verantwortlich ist, verwendet diese Sinne, die hier alle beschrieben sind. So the 4 visual, and then these, the auditory, nociceptive, pain, temperature, visual, and tactile, all integrated. So all diese Sinne, die 4 visuellen, die ersten 4 visuellen, wobei der 3. visuell motorisch ist, und dann der auditive, der nozeptive, also der für Schmerz, Temperatur verantwortlich ist, und der Tastsinn, die sind alle in diesem Bereich enthalten. So it's a very complex part of our brain. And one other little piece is that this 3rd layer here on the left in the superficial layers is visual motoric. Und es gibt noch eine Besonderheit, dass die dritte Schicht eben visuell motorisch ist. So visual and movement. So visuell und die Bewegung gehört auch noch hinein. And this is where, if something might be off to my left and I'm not sure about it, I look, but I don't just look with my eyes like this, my whole head and shoulders, neck, orient to that position of danger. Und das ist einfach was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn wir zum Beispiel von, ich zeige es jetzt mit meiner rechten Hand, einen Lärm hören oder etwas Bewegung spüren, dann orientiert sich auch die Motorik danach. Das heißt, ich schaue nicht nur hin, sondern ich richte mich hin. And so we see at the top of our slide that this superior colliculus is a first responder for orienting to our environment. Und so können wir auf dieser Folie sehen, dass diese Schichten als erste Orientierungsreaktion gesehen wird
im Überleben. And when we think about setting up our brain spotting setup, what is happening inside the person as we have done our assessing of the issue, the activation, the 𝗬𝗏s number, the body. So, wenn wir dann Brainspotting machen und wir erfragen den Grund, warum sie kommen, wie sie sich körperlich fühlen, was sie emotional spüren. We're already setting up in our superior colliculus all these areas of how whatever was traumatizing for this person, there was something visual, there was something auditory, they noticed something in their body. This frame, we talk about the frame in brain spotting. So, wenn wir jetzt mit unseren Klienten beginnen zu sprechen, dann betonen wir oder erfragen wir schon all diese Dinge, das Visuelle, das Auditive, das Schmerzempfinden, den Tastsinn, was sie denn im Zusammenhang mit ihren Symptomen gespürt haben. Und wir setzen um das Ganze einen Rahmen. So all of this setting up the frame is getting us ready inside that when we look, there is within side window that resonance of an internal map of what happened before and what in this moment has that feel, the same feel where we're looking. So, wenn wir diesen Rahmen setzen, dann erlauben wir unseren Klienten quasi, dorthin zu schauen, wo sie all das noch einmal spüren dürfen. It's as if this map, which has a particular neural network in our brain, So, sie spricht von eigentlich einer Gehirnlandkarte und sie sagt, das ist so, wie als wäre die Gehirnlandkarte das neuronale Netzwerk im Gehirn. is being perceived and located on this specific spot, the brain spot. Also diese Landkarte, die neuronale, wir nennen sie auch Traumalandkarte, wird quasi mit dem am Brainspot am stärksten gespürt und lokalisiert. So I hope you'll think a little bit about your patient's superior colliculus as you're setting up where the brain spot is with your client. So, die Debbie hofft sehr, dass wir über den Superior Colliculi unserer Klienten nachdenken, wenn wir eine Brainspotting-Sitzung beginnen. And I made these funny little slides to maybe make it look a little more understandable, that with our layered cake here we have our three visual. Just a second, Debbie. So, sie hat diese lustige Torte für uns gemacht, um uns eine visuelle Unterstützung zu geben. Also das ist die Schichtentorte. So we have these three visual and that visual motoric layer, head, neck and shoulders. Wir haben die drei visuellen, wobei die dritte eben die visuellen motorische ist mit der Orientierung, wo wir uns mit Kopf, Nacken und Schultern hinrichten. And then again, these deep layers, which are just the bottom layers, again, visual, auditory, somatosensory, and tactile. Und dann haben wir die anderen 4 Schichten, wo wieder eine visuelle dabei ist, dann kommt die auditive, dann kommt die somatosensorische, also die körpersinnliche und die taktile. And our somatosensory is just so much everything to do with the body. Und somatosensorisch ist eigentlich so der Ausdruck für alles, das mit dem Körperempfinden zu tun hat. Also wir haben es vorher gehabt, Temperatur, Schmerz. We have so many different pathways that come up through the brains, through the spine to the brainstem and to areas of our brain to report about how we are feeling inside. Es gibt eben so viele Wege vom Körper zum Gehirn, also vom Körper über den Hirnstamm zum Gehirn bis zum Neokortex rauf,
und die uns so quasi Auskunft darüber geben, wie wir uns, wie wir gerade Körper empfinden, wie wir spüren. And how we feel on the outside of our body. Und wie wir auch auf der Außenseite unseres Körpers spüren. When we think of trauma and abuse, the memory that has been laid down of that feel, and then when we look for the spot. Und wenn wir jetzt über Trauma oder Missbrauch denken und über diese Erinnerungen, die sich abgespeichert haben und dann den entsprechenden Brainspotter zu suchen. I think about how much is going on in the superior colliculus that helps the past and the present moment come together. Und sie denkt dann eben immer drüber nach, wie viel geht da jetzt im superior colliculi vor, um die vergangenen Momente und die gegenwärtigen Momente miteinander in Einklang zu bringen. And comes together to be balanced, to be integrated. Und sie kommen zusammen, um ausbalanciert zu werden, um es zur sogenannten Trauma-Integration kommen zu lassen. Because the brain wants so much homeostasis and balance. Weil das Gehirn verlangt nach Gleichgewicht, nach Ausgeglichensein. But if there's anything that has to do with survival, aber wann immer wir in die Situation kommen, dass wir überleben müssen, that will take precedence over anything homeostatic. Dann kommt der Überlebensinstinkt, steht über allem, dass er ein Gleichgewicht ausmacht. Okay, let's see what's next. Oh, and this is just another way of looking at our different layers in the superior colliculus. Und das ist eine weitere Folie, um zu zeigen, wie wir die verschiedenen Schichten im superior colliculi verstehen können. And here's the it's so complex and so detailed. Es ist so eine komplexe und dennoch so ein detailreicher Schichtenaufbau. And so interesting that evolution has given us this pathway from our retina to the superior colliculus. Und es ist einfach so interessant, dass wir in der Evolution diesen Weg von der Retina zum superior colliculi geschenkt bekommen haben. That's a wonderful picture. Thank you. Thank you, because we are such a vulnerable creature. Wir sind so verletzliche Wesen. Little thin skin and little nails and little teeth. Kleine, feine Haut, kleine Nägel, kleine Zähne. Not very frightening. Nicht wirklich bedrohlich. Like an animal can be with their fangs and their claws and a big hide with fur or scales. So ein Tier mit Fangzähnen, mit starkem Körper, mit Tatzen oder was auch immer, kann so bedrohlich sein. When you think that we humans survived to 2021. Und wenn wir aber darüber nachdenken, dass wir Menschen bis 2021 überlebt haben. When you think of the kinds of weather and climate and wild animals. Und wenn wir darüber nachdenken, über das Wetter, das Klima, wilde Tiere. All of that in the environment, what we had to do as these fragile, two-legged species to survive. Und alles, was wir machen mussten, war dieses zarte Wesen, das der Mensch ist, hat das überlebt. We are truly a miracle. Dann muss man sich schon klar machen, dass wir eigentlich ein Wunder sind. And we had to come together
in order to survive as a tribe, as a clan. Und wir mussten zusammenkommen, um zu überleben, als Clan, als Stamm. Or we never would have survived in this very vulnerable vehicle, our body. Weil alleine hätten wir mit unserem Körper alleine, haben wir fast keine Überlebenschancen. And this is so important with our attachment and attunement in the therapeutic relationship. Und das ist eben das, was es so wichtig macht, die Beziehung und die Beziehung und die Bindung in unseren Beziehungen eigentlich. And as we sit with our clients, while where they're looking is affecting how they feel. Und während wir mit unseren Klienten sitzen und sie eigentlich gerade spüren, etwas Besonderes spüren, weil sie wohin schauen, is working on another brain-body level of this attachment and attunement and healing. Dann ist es einfach, dass wir auch erlauben, weil wir Bindung geben, weil wir Beziehung zur Verfügung stellen, dass sie das spüren können. Thinking of it in these neurobiological terms, as we sit together as two mammals of the same species. Wenn wir jetzt in der neurobiologischen Art und Weise denken und wir sitzen zusammen wie zwei Mammuts, brings, I believe, another level of healing and possibility for what. Also das bringt uns dann eine weitere Möglichkeit zur Heilung. And possibility for what our patient can feel, express and move with. Und die Möglichkeit mitzuspüren, was unsere Klienten spüren, fühlen und ausdrücken. So I'm coming to the last bits that here's what's so important about the location of that superior colliculus. Und jetzt möchte uns die Debbie sagen, was so wichtig ist über den Superior Colliculi noch zu wissen, und zwar über seine örtliche Lokalisation, also wo er liegt. This statement, the fundamental healing of deep wounds of the self, will only occur when treatment acts at the midbrain level. Also dieser Satz von Panksepp 2003, fundamentale Heilung von tiefen Wunden und von uns selber, kann nur dann stattfinden, wenn sie über das Mittelhirn läuft. Comes from Jack Panksepp, who is the developer of effective neuroscience. Die kommt von Jeff Panksepp, der Begründer von Entwicklungsneurodevelopment. What did he do, Debbie? Can you repeat that? Affective, like affect feeling. FECT, effective neuroscience. Der sehr viel über die Affekte in der Neurowissenschaft geforscht hat. And this effective neuroscience is the foundation of human and animal emotions. Und diese Affektneurowissenschaft ist eigentlich die Grundlage für menschliche und tierische Gefühle. So he looks very much at humans and animals, the mammalian brain, our limbic system. Also er schaut nicht nur zu Menschen, sondern eben auch zu Tieren. Ich habe das vorhin als tierische Gefühle, also Gefühle von Tieren bezeichnet, und schaut zu diesem Mittelhirn und Mammaliengehirn. And our brainstem, our reptilian brain. Und zu unserem Hirnstamm, wie es im Volksmund immer noch heißt, reptilisches Gehirn. And our superior colliculus is right here on the side of that midbrain. Und der Superior Colliculus ist genau dort auf der Seite des Mittelhirns, auf der Toplage des Mittelhirns. And other therapies may find themselves in this
part of the brain. Und andere Therapien mögen das auch ansprechen, diese Gehirnregion. But brain spotting specifically looks to harness our visual field and utilize and target this part of the brain. Und Brainspotting verwendet nicht nur diesen Teil des Gehirns, sondern es zielt genau darauf ab, es setzt genau diesen Teil ein. And Frank Corrigan says that this pathway of where we look affects how we feel. Und Frank Corrigan sagt eben, dort, wo wir hinschauen, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Gives us a bookmark in the midbrain. Das ist genau das, das Lesezeichen setzt. Also quasi, da ist was im Mittelhirn. That while the whole session goes on and the client is looking at that brain spot, und auch wenn die ganze Sitzung weitergeht, aber der Klient schaut zum Brainspot, we have connection in the midbrain due to the superior colliculus pathway. Dann haben wir die Verbindung im Mittelhirn zum superior colliculus durch diesen Weg, durch den Weg von der Retina. And this sets up conditions for neuroplasticity. Und diese Verbindung, ja, die erlaubt dann die Neuroplastizität. Because when we say fundamental healing of deep wounds to the self will only occur when treatment acts at the midbrain level, weil wenn wir dann sagen, fundamentale Heilung von tiefen persönlichen Wunden kann nur dann geschehen, wenn wir mit dem Mittelhirn arbeiten. The phrase fundamental healing of deep wounds, die Phrase fundamentale Heilung von tiefen persönlichen Wunden, is the result of neuroplasticity. Dann ist das Ergebnis von Neuroplastizität. Which is the reconfiguring of formerly entrenched neural connections. Und was heißt das jetzt wieder, die Neuroplastizität? Das ist eigentlich die Neugestaltung von bisherigen, can you repeat that formally? Yes, formerly entrenched in anxiety or in PTSD symptoms, those kind of neural connections. Entrenched means like catched in. Strongly connected. Also die Neuroplastizität erlaubt uns eigentlich alte Verbindungen, die mit Angst, mit Störungsbildern verbunden waren, neu zu strukturieren. I got it, David. Thank you. Sure. Those can now become connected to the more homeostatic networks and ways of functioning of the brain. Und durch diesen Zugang zum Mittelhirn, zum Colliculus superior, können die Verbindungen jetzt mit besser funktionierenden, also sich verwandeln in neue Verbindungen, die einfach besser und fließender funktionieren. And what has cycled and cycled as trauma from the past, und das, was sich immer wieder wiederholt hat, wie ein Teufelskreis in der Traumageschichte. Also das Trauma kam immer wieder, es immer wieder getriggert. It's as if almost like a baby, it can become more newly born in the moment today. Und das ist ja dann fast wie eine Geburt, dass das Baby im Heute, im Jetzt neu geboren wird. With the perspective that was the past. Mit der Perspektive, hier war die Vergangenheit. And this today is different. Und das Heute ist unterschiedlich. Also man kann dann die Unterscheidung zwischen damals und heute machen. Whatever healing integration of those memories allows for a new experience and ability to move forward. Was immer auch Integration bedeutet. Es gibt uns eine neue Möglichkeit, wieder nach vorne zu schauen. Es ist also eigentlich, mir gefällt der Ausdruck sehr gut, eine Neugeburt von Neustrukturierungen. Even to the point that we now have our expansion set up from phase 4.
selbst über das Expansions- oder Erweiterungsmodell von Phase 4. And Lisa Larson, a US trainer, has an expansion brain spotting training. Und Lisa Larson, eine kalifornische Trainerin, hat ein Expansions-, also Erweiterungsmodell-Training. That when these wounds are healed, we can move into the possibility of what can be with our talents and our being and our uniqueness. Und wenn die Wunden geheilt sind, dann können wir nach vorne schauen, können unsere Talente verwenden, können unsere Einzigartigkeit anwenden. So that where we look, affecting how we feel can bring the satisfaction of not only surviving, but thriving. So, das, wo wir hinschauen, wenn wir das integriert haben, dann kann es nicht nur die Zufriedenheit bringen, sondern es kann uns einfach noch weit nach vorne. Wenn ich jetzt sage schleudern, dann reden wir vom Erweiterungspunkt. Also es kann uns viele Möglichkeiten geben. Mhm. And I think I'm looking at our time and I'm thinking that we probably have come to the end for today. I had a little bit more, but there were some important things today, I think. Aha. I can always come back. Debbie, die Debbie sagt, sie schaut auf die Zeit und sie denkt, wir sind ziemlich weit. Can I ask you one little piece? Yes. Can you tell the turkey story? Oh, yes. Ich habe sie gebeten, noch eine Geschichte zu erzählen. Sie hat so eine nette visuelle Geschichte. And I might have two funny sentences too. Sie wird uns jetzt die Truthahn-Geschichte erklären. So Debbie will explain us the turkey story because in the webinar she explained a very nice symbolization. Do you express it like that? Yes, yes. Of the brainstem. So just go ahead, Debbie, please. All right. So I had mentioned a little bit about this looking like celery here. This is our midbrain, and these looking like peas. But in the first seminar that I did, I mentioned that this up here is not part of the brain. So, sie hat schon, just a second, Debbie, sie hat schon erzählt, dass eben hier das ausschaut wie Sellerie und wie Bohnen, okay? Mm-hmm. So this top part, this thalamus, is not part of the brainstem. Aber der Thalamus, das hat sie irgendwie in ihrem ersten Kurs erfahren, der ist ja eigentlich nicht Teil vom Gehirnstamm. But it looks to me kind of like a turkey. Und für sie schaut es irgendwie aus wie ein Truthahn. And in the United States, for our holiday Thanksgiving, we all have turkey. So, wenn viele von uns wissen, dass Thanksgiving ist ein großer Feiertag. When is Thanksgiving? It's November. Fourth Thursday in November. Ja, yes. Der 4. Donnerstag im November ist ein großer Dankestag. Der heißt Thanksgiving in der USA und dort wird traditionellerweise Truthahn gegessen. So the thalamus is a hub where so much information comes up the spine, through the brainstem to the thalamus. So der Thalamus ist wie ein Schaft, der eigentlich die ganze Information, die von unten kommt, aufnimmt. And it's kind of like everybody gets in their car or gets on an airplane when it's not COVID and goes to their home place or a place where family gathers for Thanksgiving. All the people are going there, like all these pathways are going to the thalamus. Also wenn dann der Thanksgiving kommt, dann fahren alle nach Hause, wenn nicht gerade Covid ist. Jeder möchte nach Hause, dort, wo Thanksgiving gefeiert wird. Und das ist wie die Wege bis zum Thalamus. So I think of this like the Thanksgiving turkey with the fixings. We have some vegetables, we have some celery, and we have some peas, our superior colliculus here being the midbrain, as a good way to think of the top of the midbrain is our vegetables here. And then we start into the limbic system with our Thanksgiving turkey. So hat sie dieses Bild, dass eben das Gemüse, der Sellerie,
die Bohnen, die der 𝗕𝗂𝗁𝗂 superior sind, dass die quasi am Weg hinaufliegen, um dann zu Thanksgiving den guten Truthahn, der von unten genährt wurde, mit den guten Gerüchen zu verzehren. Because all these terms and these brain words and whatever, sometimes it helps to have a little story or a little visual to help remember what things are. So diese kleinen Geschichten helfen uns beim schwer verständlichen Gehirn, wo man sich so viel merken darf, als Eselsbrücken zu dienen. Und wir haben in dem Webinar damals so herzlich gelacht. We laughed so deeply, all of us with you, when you told the story about the turkey. And maybe, Debbie, just go to your last slide. I want to explain you one short funny story. Just okay, sentences. Sure. For the English. I have to go through the whole thing. It makes me fun. Here, there we go. Yeah. So when you talked about now that the fundamental healing takes place because and with it the neuroplasticity is coming. So I had a fun story with 𝗪𝗲𝗂𝗿𝗏, another trainer from the US with whom I'm working a lot, and in English, you say neuroplasticity. In German, Plastizität is compared automatically with Play-Doh. Because the German word for Play-Doh is Plastilin. Oh. So many of us thought that neuroplasticity means to form something new, to play Play-Doh. Yeah. So that's that was the funny thing when I put up a PowerPoint with 𝗪𝗲𝗏, that I put a Play-Doh for the brain when we talked about neuroplasticity. I love that. Ja, so ich habe der Debbie gerade erklärt, dass eben in Deutsch die Neuroplastizität, und das ist vielen Kolleginnen und Kollegen von mir auch so gegangen, dass wir immer ans Plastilin denken, wo neue Formierungen möglich sind. Und dass wir das automatisch damit verbunden haben, mit der Neuroplastizität. Aber in Englisch ist das, in der englischen Sprache ist das gar nicht vorhanden. Und ich habe halt die Geschichte jetzt erzählt, wo ich mit einer Kollegin, sehr geschätzten Kollegin 𝗪𝗲𝗂𝗏, ein Bild für das Gehirn hinauf auf eine PowerPoint gezaubert habe, wo ein Gehirn aus Plastilin war und sie mich dann gefragt hat, warum Plastilin? Und ich habe gesagt, ja, wir sprechen ja über die Neuroplastizität. So that's a term we have in German, you don't have in English. So. Yes. Oh, that's wonderful. I love these different, cultural language and the nuances. It makes for great learning. Yeah, good, Deb. So I want to thank you at this point. This was not only about fundamental healing, it was fundamental knowledge you gave us. Also sie hat uns nicht nur fundamentale Heilung gezeigt, wie es funktioniert, sondern sie hat uns hier auch ganz großartiges fundamentales Wissen mitgegeben. Ganz herzlichen Dank. A big thank you to you, Debbie. I am sure many people will look at this video and have a better understanding. I'm glad I could redo it because I think I understand it better now than last time. So ich sage auch, dass ich mich sehr freue, dass ich es noch einmal mit dir aufnehmen durfte, weil ich habe es jetzt noch ein Stück besser verstanden. You are a wonderful brain researcher, and I'm so happy that you are in the Brainspotting community, that you will share your knowledge in a 3 days training, don't you? Yes, actually a 2-day training in May. I have May 8th and 15th, and I will have a video for 2021. Well. So die 2021. Die Debbie wird im Mai 21 zweimal ein 2-Tagestraining zur Neurobiologie des Gehirns haben. Und das wird sie auch aufnehmen, das wird es nachher auch zu kaufen geben. You will also present on the 2nd International Conference. Yes, I will. I'll be there too. Sie wird auch auf der 2. Internationalen Konferenz von Brainspotting von 22. bis 25. Juli 2021 präsentieren. So you will present from the 22nd to 25th of July 2021 in Denver. You will be online present, and
Wir freuen uns irrsinnig. Sie wird online präsent sein. So just to announce that at the end, we are so much looking forward to the conference to somehow meet together again. Wonderful, wonderful. Yes, I'll be virtual, but I've heard some people express that even virtual, the time zones are so difficult. We will have recording for anybody who registers for the conference. You'll get all 75 presentations. So that's a wonderful way to be caught up to the most recent ways people are thinking about and working with brain spotting. So I hope that a lot of people will register. Also sie erzählt gerade, dass sie eben zum Beispiel auch nur virtuell teilnehmen wird bei der Konferenz und dass die 75 Vorträge alle noch 3 Monate nachher nachgeschaut werden kann, wenn man sich einmal angemeldet hat. So it's for 3 months. I think it's until end of October that we can watch the presentations. So Debbie, thank you from Vienna. Thank you from I'm in New Jersey now. Thank you from New Jersey, from the US.